Er hat über 500 Pflichtspiele für den FC Bayern München bestritten. Sein letztes nun am Samstag. Es könnte der 250. Bundesligasieg für Philipp Lahm werden. Ein ganz großer des deutschen Fußballsports tritt zurück. Und jetzt hat er sich noch mal ausführlich Zeit genommen für ein letztes großes Interview für den FC Bayern München. Wir beginnen mit einer kleinen filmischen Vorstellung. Also der, glaube ich, hat eine Karriere hingelegt, die hätte er sich selbst nicht träumen lassen, als er damals Profi geworden ist. Ein Top-Spieler und ein Top-Kerl verlässt die Mannschaft. Philipp ist eine absolute Legende für diesen amazing Verein. He is. He was a fantastic professional, strong character, fantastic quality, really humble man. Ich wohne gleich oder meine Eltern wohnen jetzt immer noch da. Ich bin hier aufgewachsen in dem Verein. Er war der beste Spieler, den ich bis dahin hatte, mit 17 Jahren. Es gab keinen besseren Spieler. Jetzt kommt der Youngster vom FC Bayern München, der am Montag, am 11.11. seinen 19. Geburtstag feiern durfte. Und dann kam der Hermann immer und sagte, ihr müsst ihn dann ausleihen, der muss spielen. Dann haben wir ihn nach Stuttgart 2 Jahre ausgeliehen. Es war klar, nach der Ausleihe kommt er zurück und spielt dann bei Bayern München. Dann kam Philipp und kam wirklich mit Brachialgewalt. Philipp Lahm mit der Möglichkeit, Philipp Lahm mit dem Tor. Yeah! Das erste Mal Deutscher Meister zu werden, das ist was ganz Besonderes. Das war mein erster größerer Pokal. Ich glaube, seine Bilderbuchkarriere, die er hingelegt hat. Philipp hat sich eben dadurch ausgezeichnet, dass er einen unglaublichen Willen hat. Solche gibt es nicht viele, glaube ich, die eine Mannschaft so gut führen können wie Philipp Lahm. Was er getan hat für den deutschen Fußball und für den FC Bayern München. Ja, da kann man nur sagen, Hut ab. Philipp hat eine unglaubliche Karriere hingelegt und er beendet meines Erachtens eine Weltkarriere zu früh. Ich denke, die Zuschauer werden ihn vermissen, nicht nur ich und die Trainer und der Stab und der Verein, auch die Zuschauer werden ihn vermissen. Ja, Philipp Lahm, herzlich willkommen. Schön, dass Servus, du den hallo. Weg hierher gefunden hast. Tolle Bilder, schöne Aussagen. Was geht in dir vor, wenn du derartige Filme siehst? Ja, einmal ist es natürlich sehr, sehr schön, also erstmal Bilder von früher auch wieder zu sehen und die erste deutsche Meisterschaft da wirklich, das war auch wieder, also muss ich sagen, das waren schöne Bilder, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Dann natürlich die ganzen netten Worte, also von wirklichen Legenden des Vereins, ist natürlich was ganz Besonderes und wirklich was Schönes. Ja, es ist schwer jetzt für mich, das alles, was da in so wenigen Bildern bei mir im Kopf geht, ja da eine ganze Karriere mehr oder weniger durch den Kopf und ja, sehr, sehr schöne Bilder und ich freue mich noch auf den Samstag, muss ich ganz klar sagen, was da kommt, auch für mich, auch emotional, ja, wird sehr, sehr interessant werden. Philipp, wenn ich das richtig gesehen habe, der Tiger hatte Tränen in den Augen. Ist das möglich? Das ist schwierig, wenn man so jemanden, der seine ganze Karriere begleitet hat eigentlich, er war vom Start weg eigentlich mein Förderer, während der ganzen Karriere war er an meiner Seite fast. Ist nicht unbedingt schön, ihn dann am Ende so zu sehen mit Tränen in den Augen, wenn er über mich spricht, weil ich hoffe, er wird mich einfach immer positiv und mit einem Lächeln und mit Freude einfach in Erinnerung bewahren. Kommen wir auch noch mal näher drauf. Das ist ja schon die Mitte deiner Karriere, Hermann Gerles, sage ich mal. Wir haben vieles vor, deswegen schlage ich vor, wir fangen chronologisch an mit dem kleinen. Sehr gerne. Jugendlichen oder kindlichen Philipp Lahm. Fangen wir mit dem Sportlichen an. Wir haben da ein paar Bilder uns geben lassen von deiner Mama, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Los ging's bei der FC München gern und da ist mir sofort aufgefallen, die Kapitänsbinde natürlich schon. Ja, die musste man mir so ein bisschen aufzwängen, die Binde, muss ich ganz klar sagen. Genauso die Nummer 10, also ich wollte immer die 8 haben, mein Vater hatte die 8 immer und ich wollte auch immer die 8 haben. Ein paar Bilder schon im Bayern-Trikot, sofort zu erkennen, die großartige Technik damals schon. Das war jetzt ernst gemacht.
Ja, danke. Ja, im Olympiapark war gleich nebenan bei uns. Hier meine ersten Spiele für Bayern dann. Auch sehr früh Auswahlspieler? Bayern-Auswahl. Da sind wir sogar Deutscher Meister geworden. Also weiß ich auch Und da noch, ging es ist doch bei schon- dir nicht. Boah, doch. Doch Ich auch. habe doch das ein oder andere Endspiel auch verloren. Also deswegen damals einige vom FC Bayern dabei gewesen. Sehr, sehr gute Mannschaft. Einige haben den Sprung geschafft, auch zu den Profis. In diesen Altersklassen ist es ja oft so, dass sich Spieler hervorheben oder auch, weil sie körperlich schon weiter sind als andere. Das war bei dir wahrscheinlich nicht so der Fall. Wie erklärst du dir, dass du dennoch so diese Karriere von frühester Zeitpunkt an durchziehen konntest? Ich glaube, man sieht vielleicht auch, also das ist die Erklärung vielleicht dazu, man sieht heute vielleicht in meinem Spiel, dass ich früher ein bisschen vorausschauender spielen musste, um gewisse Zweikämpfe mit größeren und kräftigeren Spielern einfach auch zu vermeiden. Also da musste ich vielleicht den einen oder anderen Zweikampf aus dem Weg gehen oder Spielsituationen ein bisschen vorhersehen. Vielleicht erklärt das ein bisschen, dass ich heute immer noch ähnlich so agiere. Es hat funktioniert. Ich glaub, Kann man laut sagen. Uli Hoeneß hat das in dem Film gesagt, dass ich doch einen großen Willen hatte. Und ich glaube, den braucht man unbedingt, um Profi zu werden, muss man Spaß haben. Ich glaube, das darf man nie außer Acht lassen, aber vor allem auch den nötigen Willen, den nötigen Biss. In dem Alter vor allem hier muss man einiges hinten anstellen, dass man dann wirklich tagtäglich hier bei so einem Wetter eben nicht mit Freunden an ein Schwimmbad geht oder am Wochenende in eine Disco geht oder was auch immer, sondern dann wirklich sich auf den Fußball auch konzentriert. Und das habe ich eigentlich den größten Teil meiner Karriere oder damals in der Jugend gemacht. Dennoch gab es natürlich gerade damals den privaten kleinen Philipp Lahm, den gibt es in Zukunft wieder mehr und den gab es natürlich auch während der großartigen Karriere. Eins meiner Lieblingsbilder hier, der versteckte Christbaum, kann das sein? Dass du da dein erstes Weihnachtsfest, das du so richtig Da war anscheinend gerade hast? das Christkindl da, deswegen diese große Überraschung und das Staunen. Ja, ist ein paar Jahre her, würde ich sagen. Ja, wir haben immer ich bin Familienmensch, mit der Familie groß geworden, aufgewachsen. Ich hatte eine tolle Familie um mich herum, habe das heute immer noch und deswegen, ja, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Mein ganz persönliches Lieblingsfoto, ich nenne es coole Socke. Da war die Frisur ein bisschen anders. Ja, da sollte ich mal mit meinen Eltern sprechen über die Frisur. Hattest du da noch kein Mitbestimmungsrecht damals? Das ist schon so lange her, ich weiß es nicht. Aber ja, zu der Zeit da gab es einen wahrscheinlich. Sänger, der hieß Limal, der hatte so eine Frisur vielleicht. Wahrscheinlich war das damals grenzwertig. Philipp, Jugenderinnerungen. Du hast schon leicht angedeutet, wann ging es denn so richtig ernsthaft mit dem Fußball los? Kann man da einen Zeitpunkt sagen bei dir? Oder wann hast du selber gedacht, das ist was für mich, das könnte mehr sein als nur ein Hobby oder mehr werden? Ich denke, so soll es auch sein, so wie bei mir. Also, dass man am Anfang das einfach als Spaß macht. Mir hat Fußball sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war begeistert von dem, wie ist so eine Mannschaft und auch mit dem Trainer und zusammen dann unter der Woche trainieren, Wochenende spielen. Das hat mir einfach riesen Freude bereitet und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man mit Spaß dabei ist. Und dann kam ich hier mit 11,5 Jahren hier zum FC Bayern. Dann war alles ein bisschen professioneller, aber immer noch so, dass man einfach gesagt hat, ich spiele gern Fußball, hier sind alle ein bisschen besser als bei meinem alten Verein. Hier passe ich gut rein und das hat gut funktioniert. Ich glaube erst, wo man so sagt, ja, jetzt geht es dann um was, das war dann so die Deutsche Meisterschaft, U17, U19, als wir dann um die Deutsche Meisterschaft gespielt haben, dann sagt man, ja okay, jetzt könnte es in die richtige Richtung gehen, also in die Richtung, dass man vielleicht zu den Amateuren kommen kann, höherklassig Fußball spielen kann, vielleicht Geld verdienen kann mit seinem Hobby auch. Aber erst U17, U19 und wissen, ob man das dann wirklich schafft, tut man, finde ich, immer erst, wenn man dann wirklich oben dabei war, oben gespielt hat bei den Profis und sich dann für Wochen, Monate oder Jahre durchgesetzt hat. Einer deiner größten Förderer und auch Fans war und ist Hermann Gerland. Wir haben noch mal einen längeren Ausschnitt oder eine längere Aussage, was er heute über den Philipp Lahm von damals und heute denkt. Philipp Lahm machte 2001 sein erstes Spiel bei mir in Burghausen. Wir gewannen, glaube ich, 2-1. Misimovic köpfte ein Tor. Und Philipp Lahm hat gespielt wie ein 30-jähriger Top-Außenverteidiger, der schon 300 oder 400 Erstligaspiele auf dem Buckel hatte. Und ich habe meine Frau immer vorgeschwärmt, jeden Abend, als ich vom Training nach Hause kam,
habe ich gesagt, Gudrun, du kannst dir nicht vorstellen, wie der Philipp Lahm trainiert, wie der Fußball spielt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das heißt, er war in jedem Training vorbildlich. Er hat immer fokussiert trainiert, er hat nie Mist gemacht im Training, der hat nie irgendwas gemacht, da war nichts dran auszusetzen, der war voll fokussiert und war in jedem Training ein absolutes Vorbild und in jedem Spiel hat er überragend gespielt. Eine Aussage von Hermann Gerland ist mir besonders aufgefallen. Philipp, du hast nie Blödsinn gemacht. Wie hat er das denn gemeint? Ja, ich glaube, was der Tiger gemeint hat, war eher, dass man immer pünktlich ist, dass man versucht, immer jedes Training sein Bestes zu gehen, jede Übung wirklich versucht, das Beste zu machen, um sich weiterzuentwickeln. Und das war immer meine Einstellung, das habe ich immer versucht. Vielleicht war ich auch nicht ganz so talentiert, ich glaube, ich war schon talentiert, aber vielleicht nicht ganz so wie andere. Also wir hatten technisch versiertere Spieler als mich und vielleicht habe ich mich auch dazu verpflichtet gefühlt, mich anzustrengen und zu sagen, ich muss jetzt den Ball wirklich sauber mitnehmen, weil sonst fällt es auf, weil andere besser sind wie ich. Und vielleicht war das auch ein Rezept von mir, das mir geholfen hat. Ich finde, Regeln einhalten und alles muss sein, Spaß gehört immer dazu, habe ich auch gesagt, aber trotzdem auf dem Trainingsplatz war ich schon immer einer, der dann auch wirklich gearbeitet hat. Der Start in die Profikarriere war nicht ganz einfach beim FC Bayern München. Die hatten zwei tolle Außenverteidiger, Willy Sagnol und Vicente Lizarazu. Und ich glaube, es war auch Hermann Gerland, der da gesagt hat, der Philipp ist ganz einfach zu gut für die dritte Mannschaft, der muss in der Bundesliga spielen. Hat ihn dann nach Stuttgart gebracht, den Kontakt zu Felix Magath zumindest hergestellt. Wie war das damals? Im Nachhinein natürlich, glaube ich, die ideale Entscheidung für alle Seiten, dass du nach Stuttgart gegangen bist, 2 Jahre. 2 super Jahre. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man sofort den Sprung schafft zu den Profis, dass man sofort Stammspieler wird, auch bei den Profis und Champions League spielen darf. Innerhalb von 6 Monaten oder so wurde ich dann zum Nationalspieler auch gleich. Du hast den Durchbruch geschafft. 2005 ging es zurück. Der erste Einsatz, glaube ich, in Bielefeld in der Bundesliga. Wie war das dann? Ist das dann nochmal was anderes, wenn man für den FC Bayern München spielt in der Bundesliga? Du warst ja ein gestandener Bundesligaspieler beim VfB schon. Erstmal war es besonders, weil ich eben aus 2 langen Verletzungen eigentlich zurückkam und beim Kreuzbandriss 5,5 Monate oder so kein Spiel hatte, verletzt war. Und somit war es schon was Besonderes, in Bielefeld eingewechselt zu werden. Wir haben das Spiel dann auch gewonnen, das weiß ich noch. Und für mich war es trotzdem ein super Ereignis nach der Verletzung, aber auch mein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern zu bestreiten. Mein Verein, mein sozusagen Heimatverein mit der FT Gern. Deswegen, ja, große Freude. Es war, glaube ich, rund um meinen Geburtstag im November, als ich das erste Mal gespielt habe. Ja, schönes Ereignis. Und dann ging es steil bergauf in der kommenden Saison, in der Saison danach. Alle 34 Spiele gemacht, Double gewonnen. Erinnerungen an die Zeit damals, an dieses Jahr? Ja, wir haben sofort im ersten Jahr, als ich komme, also 2005, 2006 sozusagen, das Double gewonnen. Danach bin ich ja noch zur Weltmeisterschaft gereist. Also für mich ein super Einstieg nach meiner Verletzung und so. War traumhaft. Finale in Berlin zu spielen, das erste Pokalfinale, die erste Meisterschaft. Also da ist so viel passiert innerhalb von ein paar Monaten dann auch. Plus die Weltmeisterschaft hinterher im eigenen Land. Schöne Monate waren das, ja. Ich erinnere mich da, glaube ich, an ein ganz nettes Tor bei der WM. Kann da was? Habe ich da richtig Erinnerungen in mir? Ich kenne alle meine Tore, weil das sind ja nicht so viele. Deswegen, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Und ja, klar, vor allem vor der WM hatte ich auch noch meine Probleme mit meinem Arm, wo ich auch noch operiert werden musste. Dann in der Allianz Arena, zu Hause in meiner Heimatstadt, das Eröffnungsspiel bestreiten zu dürfen. Dann noch das Eröffnungstor sozusagen zu machen. Und was für eins? Ja, das war nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also, das kann man nicht beschreiben. Das Gefühl kann man wirklich nicht beschreiben, was da alles aus mir rausgegangen ist. Wahnsinn, also wirklich super Gefühl, aber überhaupt die Weltmeisterschaft, die Wochen waren ja wirklich traumhaft. Der nächste ganz große Sprung bei deiner FC Bayern-Karriere, behaupte ich jetzt mal 2011 wahrscheinlich, als du Marc Bommel als Kapitän abgelöst hast. Ist das dann nochmal eine neue Herausforderung, kann ich mir vorstellen? Und auch eine Veränderung im Fußballerleben. Philipp Lahm, der vorher in Anführungszeichen nur auf dem Platz dafür gesorgt hat, dass der Gegner keine Tore schießt und selbst die eigene Mannschaft viele. Ja, ich glaube, man wächst ja so ein bisschen hinein dann auch in so eine Rolle. Also es war ja nicht von heute auf morgen auf einmal, dass ich dann so mit dabei war oder so eine Führungsrolle übernehmen musste oder so, sondern man wächst ja damit, ja, man wächst mit dem Verein oder man wächst auch selbst an den Aufgaben. Und das war bei mir auch. Ich habe gern Verantwortung übernommen immer. Ich habe auch gerne meine Meinung geäußert.
Meine Meinung wurde auch gern gehört hier im Verein und trotzdem war es was Besonderes. Also mit der Kapitänsbinde, wenn man den FC Bayern kennt und die ganzen Kapitäne davor kennt, dann ist es eine große Ehre, da mit dieser Manschette auflaufen zu dürfen. Und so war es bei mir auch, Kapitän zu sein. Bei so einem Verein, dann noch mein Heimatverein. Ja, großes Gefühl. Wie kann man sich so eine Arbeit als Kapitän vorstellen? Ja, unterschiedlich. Also erstmal muss man schauen, dass der Laden da drüben so ein bisschen läuft. Also klar, es ist ein Trainer da, es ist ein großes Team, aber trotzdem, man hat einfach viele Gespräche, die man führt und auf allen verschiedenen Ebenen in so einem Verein. Also ob es Zeugwart, Physios, Fitnesstrainer, Trainerteam, die Spieler, Vorstand, Präsidium, Journalisten. Also das gehört alles dazu und da hat man schon die eine oder andere Aufgabe. Aber vor allem sind es eigentlich so mehr Gespräche. Und trotzdem, sage ich, ist auch wichtig die Arbeit auf dem Feld. Ich habe meine Arbeit auch immer so gesehen, dass ich das vorleben muss. Als Kapitän muss man vorleben, eben jedem Training 100% zu geben. Die Aufgaben, die man gestellt bekommt, zu 100% zu lösen oder versuchen zu lösen, voranzugehen. Das habe ich immer so gesehen. Also das auf dem Platz ist schon wichtig. Ich weiß nur nicht, ob es immer nur die 90 Minuten sind, weil ich finde, da muss es dann wirklich jeder Verantwortung, jeder Einzelne auf jeder Position. Der Fußball ist so vielseitig geworden und so. Also da ist wirklich wichtig, jeder muss auf seiner Position Verantwortung übernehmen. Die 100% Lösung von dir und von der ganzen Mannschaft, die gab es vor allem im Jahr 2013, das Triple. Das clubtechnisch sicher das erfolgreichste Jahr in deiner Karriere. Würdest du sagen, ohne den Gewinn der Champions League wäre deine Karriere unvollendet? Ja, würde ich ganz klar so beantworten, wobei fußballerisch ja eigentlich sich nichts geändert hätte. Also hätte ich jetzt das Finale verloren, wäre ich fußballerisch genau der gleiche. An sich ist es so, wir haben so dahin gearbeitet und hatten bittere Niederlagen, die wir davor zu verkraften hatten. 2010 war noch so, dass wir überraschend im Finale waren, aber dann vor allem 2012 in unserem eigenen Stadion so eine Niederlage wegzustecken, das muss erstmal eine Mannschaft hinbekommen. Und das hat uns dann, ich hätte gern 2012 die Champions League gewonnen, aber vielleicht hat es uns im Nachhinein geholfen, um das Triple dann wirklich zu gewinnen. Und das war ein unbeschreibliches Gefühl auch wieder, weil man mit seinem Verein, mit dem man so viel gearbeitet hat und die Mitarbeiter teilweise seit 95 eben kennt, war das schon was ganz Besonderes. Und damals war ja das Champions League Finale noch vor dem Pokal. Man gewinnt die Champions League und man sagt, ja, jetzt können wir richtig feiern, aber wir wollen das Triple holen. Eine Woche später, wir wollen das Triple in Berlin. Ein Triple gab es noch nie in Deutschland und wir wollen die erste Mannschaft sein. Und die ganze Situation, so, das war auch wieder so eine Woche, wo ich sage, das war so eine schöne, herrliche Woche, eben mit allen Mitarbeitern. Das war wirklich traumhaft. Also das Triple, muss ich sagen, das war eine Wahnsinnssaison. Wahrscheinlich irgendwie vergleichbar auch mit dem, was im Jahr darauf kam. Weltmeister in Brasilien als Kapitän. Deine Erinnerungen an diesen fantastischen Titel. Wie hast du dich damals gefühlt? Wie fühlst du dich heute als Weltmeister? Stolz, Freude, happy? Wie kann man das ausdrücken? Alles zusammen eigentlich. Also ich habe mal beschrieben, für mich war es eine intensive Weltmeisterschaft, weil ich wusste, dass es mein letztes Turnier sein wird. Danach war klar, ich höre auf. Und somit erlebt man jedes Spiel nochmal. Es könnte sein letztes sein, also Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Es kann jedes Spiel das letzte sein. Und vor dem Finale habe ich mir gedacht, und heute wären wir Weltmeister. Also das war wirklich so eine Vorfreude auf dieses Spiel. Und am Ende war es nur noch so, bitte pfeif endlich ab jetzt. Also deswegen war, hat sehr, sehr lang gedauert. Vor allem die Minuten, ich glaube Mario hat das Tor gemacht in der 113. oder irgend sowas. 108., 113., irgend sowas um den Dreh. Die Minuten danach haben sich sehr gezogen, muss ich sagen. Da hat man den Schlusspfiff herbeigesehen und dann auch wieder, wie bei der Champions League eigentlich, von dem Schlusspfiff, die 1,5 Stunden, 2 Stunden danach, die werden immer in meinem Kopf bleiben. Also wie man da feiert, den Schlusspfiff mit seinen Mannschaftskollegen, mit denen man auch viel erlebt hat. Also wenn ich alleine an Basti denke, an Thomas, Manu, Toni, mit denen man auch im Verein noch zusammen spielt, da hat man so viel erlebt und auch so viele Rückschläge bekommen. Und das dann auf dem Platz bei dem Schlusspfiff kommt dann alles raus und die Freude, dann mit den Betreuern, mit denen man 10 Jahre zusammengearbeitet hat, also für die freut man sich. Dann geht man die Treppen hoch, man bekommt oben die Medaille und dann bekommt man den Pokal im Maracanã-Stadion.
Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Und dann geht man wieder runter, dann feiert man mit den Fans in der Kabine, die Kanzlerin, der Bundespräsident schaut vorbei. All das bleibt einem einfach in Erinnerung. Und dann die Feier danach auch. Herrlich. Und du hattest während deiner ganzen Karriere, glaube ich, großartige Trainer an deiner Seite. Jeder ein anderer Typ, jeder anders, jeder super auf seine Weise. Deutsche Welttrainer, internationale Welttrainer, also ich kann mich wirklich nicht beschweren, entschuldige. Das muss ich nur sagen. Ja, welche Rolle spielen die in der Kindheit, sicher in der Jugend, sicher eine ganz andere als, was kannst du schon einem Pep Guardiola, einem ausgewachsenen Spieler, Weltklasse-Spieler wie Philipp Lahm noch beibringen? Ich habe immer gesagt, man lernt ja wirklich von jedem Trainer, also ob das von der E-Jugend oder F-Jugend bis wirklich zum letzten Trainer, man lernt was, weil erstmal jeder ist verschieden vom Charakter her, von seiner Trainingssteuerung, aber auch vom taktischen her. Und so, finde ich, sollte man von jedem was aufsaugen. Von manchen vielleicht auch ein bisschen mehr Negatives, von manchen mehr Positives, aber von allen, von jedem einzelnen Trainer oder jedem Betreuer, der mit dabei war, das habe ich aufgesaugt und aufgenommen. Und nur deswegen bin ich vielleicht auch so geworden am Ende der Karriere, so wie ich jetzt bin. Die Lieblingsposition, linker Verteidiger, rechter Verteidiger, Mittelfeld, alles gern gespielt. Oder jetzt kannst du es ja sagen, nur noch ein Spiel. Welche war wirklich? Alles sehr, sehr gern gespielt, weil ich finde, es sind, egal was ich auf dem Feld gespielt habe, war sehr, sehr interessant. Also als Außenverteidiger, man hat die Offensivaktionen, man hat die Defensivaktionen, oft so 1-gegen-1 Situationen, nicht leichte. Man muss die richtige Balance haben zwischen Offensive und Defensive. Im Mittelfeld wieder eine andere Spielweise. Man ist im Zentrum, man muss sehr orientiert sein auf dem Spielfeld. Jedes zu seiner Zeit war eigentlich für mich wirklich super. Der Privatmann Philipp Lahm, den erleben wir ab dem 20. Mai. Wie stellst du dir, oder wie wird es dann aussehen? Erstmal einen großen Urlaub? Nee, der Urlaub wird eher hier und Richtung Tegernsee stattfinden, also nicht weit weg. Wir sind sehr, sehr heimatverbunden. Vielleicht geht es für eine Woche mal woanders hin, ein bisschen weiter weg. An sich hier bleiben. Also, wir werden erstmal ein bisschen ruhig, schön mit der Familie Zeit verbringen, wo ich mich wirklich darauf freue. Vielleicht auch so ein bisschen Alltag in der Familie reinzubringen, den man als Fußballer jetzt nicht so unbedingt hat. Da freue ich mich mal ein Wochenende zu haben, wo man am Sonntag vielleicht gemeinsam als Familie am Frühstückstisch sitzt. Da werde ich mich drauf freuen. Schauen wir auf die ganz nahe Zukunft. Da gibt es noch ein Abschiedsspiel in Anführungszeichen. Da hoffen wir auf den 250. Bundesligasieg. Dann gibt es einige Feierlichkeiten, unter anderem auf dem Rathausbalkon. Freust du dich darauf? Ist da ein bisschen Wehmut dabei? Neigst du zu Sentimentalitäten? Kannst du dir schon vorstellen, was da passiert? Jetzt Riesenvorfreude auf die letzten Tage, auf das letzte Spiel dann wirklich, auch mit Meisterschale und so. Das alles einfach nochmal wirklich genießen, aufsaugen, mit den Fans zu feiern, mit der Familie, mit Freunden da zu sein, im Stadion wieder. Da freue ich mich richtig drauf. Und Balkon danach, die Meisterfeier danach dann auch. Was aber passiert und wie emotional es für mich wird, das kann ich nicht, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt und wie ich das verkrafte. Ich weiß nicht. Ich stelle mich auf einen schwierigen Tag vor. Du wirst sicher beste Unterstützung von deinen Freunden, zum Beispiel von Thomas Müller haben. Der haben auch ein paar Fragen über dich gestellt. Schau mal, wie er antwortet. Philipp Lahm wird mir nicht fehlen, weil? Weil beim Schafkopf immer gewinnt. Ja, achso. Philipp Lahm wird mir nicht fehlen, weil es dann keinen mehr gibt, der meint, noch schlauer zu sein als ich. Was niemand über Philipp Lahm weiß, ist? Jetzt bin ich gespannt. Er ist noch 1 Zentimeter kleiner als das, was auf seinem Pass steht. Was könnte Philipp Lahm als Fußballrentner machen? Genau den gleichen Stiefel spielen wie die letzten 10 Jahre auch. Und jeder wird sagen, Weltklasse Rechtsverteidiger. Philipp Lahm kann am schlechtesten? Oh, verlieren kann er schlecht. Am schlechtesten. Was kann er am schlechtesten? Ja, das ist gut, wenn einem so lange nichts einfällt. Ja, Philipp Lahm kann am schlechtesten eingestehen, dass im Speziellen in der Diskussionsrunde eventuell ich mal recht hatte. Der ist so schlecht. Wenn Philipp Lahm weg ist, kann ich endlich?
Rechtsverteidiger spielen. Hat er dich richtig charakterisiert, der Thomas Müller? Fast. In manchen Antworten hat man gemerkt, dass er mehr über sich redet. Macht er gerne, kann das sein? Das habe ich jetzt gesagt, kam nicht von ja, mir. Das hast du gesagt. Nee, so mit dem, dass er den anderen nicht gerne recht gibt und so, das sieht man. Ja, wir sind da ähnlich manchmal, also muss man ehrlich sagen. Ja, er hat es gut gemacht. Viele Menschen haben, glaube ich, versucht, dich zu überreden, dass du dann doch noch ein Jahr dranhängst. Da fangen wir gar nicht erst an, das hat keinen Sinn. Aber wir haben andere Persönlichkeiten, nicht aus dem Fußballsport, gefragt zu deinem Abschied. Ein paar Glückwünsche, Grußworte. Schauen wir uns zum Abschied an. Das ist nett. Okay. Heute tritt einer der größten deutschen Nationalspieler und Spielerpersönlichkeiten ab von der großen Fußballbühne. Philipp, ich bedanke mich für all die Jahre, die wir miteinander verbracht haben. Wir haben die größten Erfolge zusammen gefeiert und ich wünsche dir einfach nur alles Gute für dein neues Leben, alles Gesunde, Beste für deine Familie und ich hoffe, wir sehen uns bald. Wann immer du willst, du bist herzlich willkommen in Chicago. Hi Philipp, baldiger Rentnerkollege. Ja, wünsche dir ein gutes Ende von deiner Karriere natürlich jetzt. Riesenkarriere hast du hingelegt, habe natürlich alles verfolgt und mitgefiebert und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ciao. Hallo Philipp, hier ist Till. Ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr, 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 sehr traurig, dass du aufhörst, weil ich dich immer geschätzt habe für eine klare Position, eine klare Meinung, die du immer klar vertreten hast und klar, ja, das ist nicht so oft, ne? Also dafür fand ich dich immer toll, immer super sympathisch, aber vor allen Dingen eben auch bist du, glaube ich, wirst in die Geschichte eingehen von Bayern München als einer der wertvollsten Spieler, der je für diesen Club gekickt hat. Und was mich immer so weggenagelt hat, ist deine Konstanz über all die Jahre, immer Weltklasse zu spielen und manchmal sogar drüber. Ne? Hallo Philipp, habe gehört, dass du aufhörst. Wir können uns das noch nicht leisten. Wir haben zwar mit SDS aufgehört, aber wie du siehst, sind wir gerade dabei, eine Solotour von mir zu fahren. Aber ich habe als Gast dabei meinen Kollegen Schiffkowitz und wir müssen noch ein paar Jährchen arbeiten, aber ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deine Zukunft. Ciao. Als bayerischer Ministerpräsident muss ich festhalten, dass Philipp Lahm typisch bayerisch ist. Leistungsstark, menschlich und trotz allem Erfolg immer bescheiden. Schlicht und einfach, er ist ein sehr sympathischer Mensch und er gehört zu den größten Fußballern, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Glückwunsch und einen wunderschönen Ruhestand. Philipp, mein Junge, ich wünsche dir alles Gute für die Zeit nach dem Fußball. Du wirst sicher viel Zeit haben in der nächsten Zeit. Wir werden sicher viele Golfrunden zusammen spielen und ich freue mich sehr drauf. Genieß dein letztes Spiel. Aber ich sage dir, es gibt eine Zeit nach dem Fußball und die ist auch schön. Viel Spaß. Lieber Philipp, es war eine Riesenehre, mit diesen 3 Jahren zusammen mit dir sein. Vielen Dank, du hast mir viel geholfen. Wir sehen uns auf dem Golfplatz. Ich werde dir gewinnen. Jetzt, du hast viele Zeit, um deine Swing praktizieren. Und vielleicht Thomas Müller deine Caddy wird. Aber ich habe viele Talente, ich werde dir gewinnen. Alles Gute, liebe Grüße an deine Familie und bis bald. Ciao, Philipp. Philipp, ich darf dem, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Vielleicht abschließend von dir. Dank zurück an deine Fans, die dich hier beglückwünscht haben und an die Millionen Fans weltweit. Ja, für die netten Worte natürlich. Also klar, ist was Besonderes. Erstmal ist es, glaube ich, was ganz Besonderes, dass ehemalige Mitspieler und Trainer so von mir reden. Also das ist wirklich schön zu hören einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber genauso aus anderen Bereichen, auch teilweise eben Rentner, die gerade ins Rentendasein übergegangen sind, was sie für wirklich Freude haben, auch nach der Karriere. Und das ist natürlich was Schönes, auch zu sehen, ob es dann aus der Politik ist oder was. Das ist einfach schön, klar. Also ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Und für die ganzen Worte vielen lieben Dank natürlich. Vielen Dank im Namen aller Fans, nicht nur für dieses wunderbare Gespräch, sondern für 22 fantastische Jahre für und mit dem FC Bayern München. 2 Jahre Stuttgart waren dabei und alles Gute für die Zukunft. Ich sage auch vielen Dank an euch, war immer sehr angenehm mit euch. Dankeschön.